Hallo, hier ist der Michi. Heute geht es um 10 Monate Hormonersatztherapie und um die Zeit seit meinem letzten größeren Update Anfang Dezember 2025. Der Zeitraum, um den es heute geht, reicht bis Anfang Februar 2026. Seit meinem letzten größeren Update im Dezember hat sich mein Leben weniger nach außen verändert, aber sehr stark nach innen. Ich habe begonnen, mich aus Aufgaben zurückzuziehen, die mir lange Sinn gegeben haben, mich aber gesundheitlich überfordert haben. Das war kein leichter Schritt. Und er war nicht elegant, aber er war notwendig. Gleichzeitig hat sich mein Blick auf meine Rolle geändert, weg von reiner Zuständigkeit hin zu Übergängen, zu Arbeitsfähigkeit, zu Prävention. Es ist weniger laut und für mich im Moment genau richtig. Bevor ich weiter einordne, möchte ich euch erst einen Einblick geben in Bilder in die Zeit von Dezember 2025 bis jetzt. Wenn ich mir diese Bilder anschaue, sehe ich weniger Veränderung im Außen, aber sehr viel Bewegung im Inneren. Diese Phase war keine Zeit des Vorankommens, sondern eine Zeit des Sortierens. Im Weihnachtsurlaub habe ich mir dafür bewusst Zeit genommen. Ich habe meine Lebensgeschichte aufgeschrieben. Chronologisch, ohne Beschönigung, und habe sie auf mich wirken lassen. Nicht um etwas neu zu bewerten, sondern um zu verstehen, woher Dinge kommen und was sie mit mir gemacht haben. Es war still und anstrengend, aber sehr erklärend.
Aus dieser Klarheit hat sich mit der Zeit auch etwas verändert. Nicht als Entscheidung, nicht als Aktion, sondern als Bewegung. Ich habe begonnen, meine Energie bewusster zu schützen und genauer hinzuschauen, wo ich wirksam sein kann, ohne mich selbst zu verlieren. Nach 10 Monaten Hormonersatztherapie fühlt sich mein Körper nicht mehr im Übergang an, sondern im Zustand. Nicht perfekt, nicht fertig, aber angekommen in einem neuen Normal. Mein Körper reagiert stabil, vorhersagbar und insgesamt sehr ruhig. Bei der Kontrolle Anfang Januar waren die Werte deutlich anders als früher. Früher lag Östradiol nach etwa 24 Stunden bei ungefähr 70, jetzt bei ungefähr 300 bei vergleichbarer Applikationszeit. Für mich zeigt das vor allem eines: Mein Körper nimmt das Östrogen inzwischen deutlich besser auf. Was früher ein niedriger Wert war, war kein Ziel, sondern ein Zeichen dafür, dass mein Körper noch nicht richtig angekommen war. Heute fühlt sich das stimmig an. Auch aus ärztlicher Sicht bin ich weiterhin gut eingestellt. In dieser Phase habe ich etwa 2 bis 3 Kilo zugenommen. Das ist sichtbar, das ist real. Für mich hängt das mit mehreren Faktoren zusammen. Mit Stress, mit einem insgesamt niedrigen Energielevel in diesem Zeitraum und nur zu einem kleineren Teil mit den Hormonen. Ich sehe das nicht als Rückschritt, sondern als Reaktion eines Körpers, der viel getragen hat. Die Haarentfernung geht weiter, aber langsam. Die Nadelepilation bringt Fortschritte, aber sie sind noch kaum sichtbar. Zusätzlich gab es im Januar noch einmal eine Laserbehandlung im Gesicht und am Hals, vor allem wegen des weiterhin deutlichen Bartschattens über und unter der Lippe. Das ist ein Prozess, kein schneller. Am 17. Januar hatte ich einen Friseurtermin. Ich habe mir die Haare rot färben lassen. Die Längen sind noch etwas dunkel, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden. Es fühlt sich nach mir an. In diesen Monaten ist auch etwas gewachsen, das mich sehr trägt. Zusammenarbeit. Besonders mit Lea und Denise. Wir arbeiten inzwischen sehr eng zusammen, unterschiedlich in unseren Rollen, aber mit einer gemeinsamen Haltung. Das gibt mir Rückhalt und es entlastet. Ich muss nicht mehr alles allein tragen. Diese letzten Wochen waren nicht spektakulär, aber sie waren wichtig. Ich fühle mich nicht schneller, aber stabiler, nicht weiter, aber klarer. Das ist für mich nach 10 Monaten Hormonersatztherapie ein sehr gutes Zeichen. Wenn du magst, kannst du mir gerne einen Gedanken in den Kommentaren lassen. Ich lese sie. Danke, dass du mich auf diesem Weg begleitest.